Was geht ab, meine lieben Freunde? Heute ein kurzes Video zu den Epstein-Files. Also, sie sind ja rausgekommen und ich glaube, die ganze Welt hat nur noch drauf gewartet, wann kommen endlich die Epstein-Files raus und wann sehen wir endlich welche Bestien und ekligen Leute, die wir auch vielleicht auch kennen, ne? Die ganzen Stars, so wie Bill Gates und vielleicht Michael Jackson und Bill Clinton und Hillary Clinton und Donald J. Trump natürlich auch. Wir haben ja eigentlich nur darauf gewartet, dass wir wirkliche Beweise dafür haben, dass sie sich diesen Dienstleistungen angenommen haben. Und ja, heute oder gestern sind die rausgekommen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist nicht so, wie es scheint. Me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Chew me, sue me, everybody do me. Kick me, kite me, don't jump like a bite me. All I wanna say is that they don't really care about us. Was meine ich damit? Es ist ganz klar zu sagen, es war nie die Intention von diesen Leuten, dass sie uns überhaupt irgendwas von diesen Epstein-Fall zeigen. Und ich sag euch gleich warum. Das ist verrückt und crazy. Und ich glaube, das größte Problem werden die Leute haben, die wirklich an Gerechtigkeit geglaubt haben und immer noch in ihrer NPC-Welt leben, wo sie sagen, ja, die Gerechtigkeit wird immer siegen und dies, das, jenes. Ey, kommt, wacht langsam auf. Sowas gibt's nicht. Korruption hat die Welt in ihren Griff, okay? Und ich kann euch das beweisen, indem wir uns jetzt die Epstein-Files zusammen angucken. So, das ist die justice.gov, also Justice Government. Dann geht ihr hier einfach auf Justice Government, Epstein Library, geht auf Court Records und dann geht ihr auf das allerletzte Blatt. Aber warum sehen wir denn nichts? Alles ist schwarz. Ja, die haben alles geschwärzt. Es gibt nichts. Es gibt gar nichts, was wir lesen können, entnehmen können, uns informieren können, welche Urbestien und Satanisten und okkulte Dinge und schlimme Sachen, die sie dort gemacht haben, mit wem sie das gemacht haben, wer sie finanziert hat, wer sogar, was weiß ich, welche Schuhe getragen hat. Egal, egal für was wir uns interessieren. Man kann rein gar nichts lesen, denn alles wurde geschwärzt. Pam, direkt in die Fresse rein. Das bedeutet Gerechtigkeit für diese Leute. Es ist alles geschwärzt. 119 Seiten der Grand Jury und über was wir geredet haben und die ganzen, ne, die Beweise, die Indizien, die alle vorgelegt worden sind, alles wurde uns enthalten. Das ist doch nicht normal. Doch, das ist normal. Ihr seht's ja. So gehen die mit der Gerechtigkeit um. Wie gesagt, es war nie in ihrer Planung, dass sie uns überhaupt irgendwas zeigen. Nie die Planung. Das einzige Problem, was sie am Ende des Tages hatten, weil Donald Trump sich ja auch, ihr wisst noch, wann war denn das? Irgendwann letzten Dezember, kurz bevor er gewählt worden ist, da hat er doch gesagt gehabt, ja, wenn ich gewählt werde, dann werde ich die Epstein-Files endlich rausbringen und bla bla bla. Aber das hat er ja gemacht. If you were president, would you declassify? You can answer yes or no to these. Yeah. Would you declassify the 9/11 files? Yeah, Would you declassify JFK files? yeah. Would I you did. I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, yeah, I would. Nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber er hat es ja gemacht. Er hat es ja technisch gemacht. Und das war das Wichtigste überhaupt. Er hat es technisch gemacht. Er hat die Epstein-Files rausgebracht. Aber haben wir uns das so vorgestellt? Nein. Und wenn das nicht schon schlimm genug ist, dann haben wir nämlich hier die anderen PDF-Dateien. Kann ich euch gleich alles einblenden. Und zwar haben wir hier das sagenumwobene Fotoalbum von Jeffrey Epstein. Und es ist, ja, es ist alles geschwärzt. Die ganzen Bilder von Leuten, okay, die nicht Jeffrey oder Ghislaine sind nicht drauf oder wurden geschwärzt. Und wir haben wirklich extrem viele Leute. Wir haben Jeffrey in Unterhose, wir haben Jeffrey im Flugzeug, wir haben Jeffrey im Helikopter, wir haben Jeffrey am Liegen, wir haben Jeffrey beim Spaghetti-Eis essen. Wir haben Jeffrey und Ghislaine, sogar Ghislaines Popo können wir gleich mal sehen. Die hat einen knackigen Arsch, muss man sagen. Aber wir sehen nicht die Leute, die auf diese Insel gekommen sind oder mit denen sich Ghislaine und Jeffrey getroffen haben. Gar nicht. Wir wissen auch nicht, welche Kinder das auf den Fotos sind. Ja, ich kann euch das leider nicht größer machen, oder doch?
Doch, ich kann euch das größer machen. Also, hier hat er einen WWE-Titel oder irgendeinen Wrestling-Titel parat, ne? Der Jeffrey, der interessiert sich wahrscheinlich für die WWE oder so, ne? John Cena. Aber ihr seht, immer wenn andere Leute auf den Fotos drauf sind, sind die Gesichter geschwärzt. Und das sind halt unzählige, ne? Hier haben wir Jeffrey mit irgendein Mädchen geschwärzt. Aber der steht gerade auf, ne? Wir dürfen das nicht vergessen. Der ist gerade aufgestanden. Hier haben wir Jeffrey oberkörperfrei mit einem Kind. Müsste so 3, 4 Jahre alt sein. Und oberkörperfrei. Der ist gut gebaut, muss man ihn lassen, ne? Dafür, dass er immer weggerannt ist und so vor der Polizei. Ja, aber trotzdem, also wir haben dann vom Himmel, dann wo er im Flugzeug sitzt und die Turbinen fotografiert. Also wir haben wirklich jede Schokoladenseite von Epstein, aber nicht die wichtigen Leute. Und das ist doch eigentlich das, was ich vorhin gesagt hatte. Das ist doch das, was wir eigentlich sehen wollten. Wir wollten doch wissen, mit welchen Stars. Kennen wir vielleicht irgendwelche Stars oder so, mit denen sie sich getroffen haben, die vielleicht, ne, diese. Ihr wisst, am Ende des Tages, Ghislaine und Jeffrey sind beide in den Knast gekommen. Für was? Kinderhandel, ne? Kinderhandel, Prostitution. Maxwell ist auf jeden Fall auch für Prostitution reingekommen. Könnt ihr mein Video angucken. Ich glaube, das ist das Video Nummer 9. Das Vermächtnis der Maxwell-Familie. Könnt ihr reinschauen. Da habe ich das Thema ja ganz gut eigentlich getroffen. Warum Maxwell in den Knast gekommen ist, von wem sie dieses große Netzwerk geerbt hat, von ihrem Papa und dies, das, jenes. Also das war schon krass, welche Leute involviert waren. Und ja, wenn sie das Netzwerk weitergeführt hat mit ihm zusammen, dann werden sie natürlich auch das Erpressungsnetzwerk weiterführen und nicht nur die Insel. Ja, und wir wissen ja eigentlich im Grunde genommen, welche Leute die Dienstleistung in Anspruch genommen haben, und Bill Clinton sehen wir da ziemlich oft und Donald Trump haben wir da halt nämlich auch sehr, sehr oft. So, was bedeutet das für Donald J. Trump? Hier, das meinte ich. Woo! Also, wenn das Ghislaines Popo ist, ne? Hut ab. Also, knackig ist er auf jeden Fall. Bringt aber nichts im Knast. Außer für die Knastschwestern vielleicht. Ja, also ihr seht, ne, ich will euch jetzt nicht weiter langweilen, aber wir haben wirklich gar nichts. Also, wir haben wirklich gar nichts. Hier haben wir noch ein paar neue Fotos. Da sehen wir Jeffrey auch ziemlich alt, finde ich. Und das Foto sieht irgendwie für mich auch ziemlich neu aus. Weil auf den alten Fotos, die er hatte er noch lange Haare. Also das müsste eher ein neueres Foto sein. Hier natürlich mit, ja, wer sind die? Keiner weiß. Was ist das für ein Bild an der Wand? Laughing Man. Keiner weiß. Oder The Smiling Man. Hier haben wir eine WhatsApp-Nachricht. Überlegt mal, Jeffrey Epstein benutzt WhatsApp für seine Dienstleistungsgespräche, ne, für seine Bewerbergespräche. I don't know, try to send someone else. I have a friend scout, she sends me some girls today, but she asked $1,000 per girl. I will send you girls now. Maybe someone will be good for Jay. Donald J. Trump, maybe. Name wissen wir nicht, aber wir wissen, dass sie 18 Jahre alt ist und aus Russland kommt. International. Dann haben wir hier irgendwelche perversen Fußbilder mit Aufschriften drauf. She was poorly at school. Da haben wir Jeffrey Epstein im Flieger, First Class natürlich, ne, in seinem Private Jet. Mit, ich weiß nicht, wer das ist. Aber die schreiben gerade bestimmt das neue Buch von Jeffrey Epstein. How to make more girls into prostitution, maybe. Bill Gates. Natürlich Bill Gates. WHO, Bill Gates. Imperium, Vakzin, Bill Gates. Der größte Terrorist in meinen Augen ist Bill Gates. Also für die Gesundheit ist er der größte Terrorist überhaupt. Wie er das schafft, mit seinen Impfungen die ganze Welt zu verseuchen und zu vergiften, bleibt mir ein Rätsel. Aber natürlich unsere Regierung machen mit. Ne? Macht ihr sehr, sehr gut. Macht ihr super. Super macht ihr das. Ne? Für ein bisschen Taschengeld macht ihr alles. Guck, der lacht auch. Der sagt, der war nicht schlecht. Gucken wir noch ein bisschen rein. Ja. So, das waren die tollen Fotos von Jeffrey. Hier, Bill Clinton, ne, im Pool.
mit irgendeinem Mädchen oder vielleicht mit Donald, ne, wer weiß. Da gab es ja auch Gerüchte, dass Donald ihn eingeblasen haben soll. Wer weiß das schon. Aber dem geht's auf jeden Fall gut. Ihr seht, diese Leute geht es entsprechend gut. Wobei den Opfern geht es überhaupt nicht gut. Weil am Ende des Tages sollte wenigstens dieser Fall ernst genommen werden wegen den Opfern. Am Ende des Tages, wenn wenigstens die Opfer sehen würden, dass etwas passiert, dass Leute in den Knast kommen dafür, weil am Ende des Tages ist Ghislaine dafür in den Knast gekommen und man hat ihr gleich 20 Jahre reingesteckt. Wisst ihr, was ich meine? So, und die Haftstrafe war für Jeffrey Epstein so schlimm, er musste sich selbst umbringen. Aber für andere Leute easy going, obwohl wir so extrem viele Evidence haben. Also was ist passiert? Korruption hat gewonnen, liebe Freunde. Und ich hoffe, dass es für euch alle ein Weckruf ist, dass wenn sie wollen, kommen sie mit allem durch, was ihr euch vorstellen könnt. Und vielleicht machen die das schon extrem lange. Und vielleicht ist unser System auch genau deswegen so aufgebaut, wie es ist. Das soll es gewesen sein zu den Epstein-Files.